Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Wiedersehen. Im Café am Rande der Welt von John Strzelecki ist mehr als nur eine Fortsetzung seines Bestsellers. Das Café am Rande der Welt. Es ist eine inspirierende Einladung zur Selbsterkenntnis und Neuorientierung im eigenen Leben. In diesem Roman trifft der Protagonist John erneut auf das symbolträchtige Café und seine vertrauten Charaktere, die während eines scheinbar zufälligen Zwischenstopps auf seiner Reise auftauchen. Was als entspannte Rast beginnt, entwickelt sich rasch zu einer tiefgründigen Auseinandersetzung mit den großen Lebensfragen. Strzelecki schafft es, komplexe Themen im Kontext einer warmherzigen und verständlichen Geschichte zu verarbeiten. Das Buch lebt von einer einfühlsamen Erzählweise und stellt Fragen, die jeden betreffen. Warum sind wir hier? Was bedeutet Glück und Zufriedenheit wirklich? Wie finden wir zu unserem inneren Kern zurück? Durch Johns Erfahrungen im Café werden Denkanstöße vermittelt, die Lesende ermutigen, ihr eigenes Leben zu überdenken und neue Wege zu gehen. Wiedersehen im Café am Rande der Welt setzt auf Inspiration, Entschleunigung und Authentizität. Wer sich nach Sinn, Orientierung und Erfüllung sehnt, findet hier nicht nur eine reizvolle Geschichte, sondern auch einen Schlüssel zu mehr Bewusstsein und Zufriedenheit im Alltag. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Suche nach dem Lebenssinn. Im Mittelpunkt des Buches steht die Frage nach dem tieferen Sinn im Leben. John zieht sich mit seinen Zweifeln und Unsicherheiten ins Café zurück, um Abstand von seinem Alltag zu gewinnen. Dabei führt ihn die Auseinandersetzung mit den Kaffeegästen und deren Erfahrungen immer weiter zu seiner eigentlichen Frage: Warum bin ich hier? Strzelecki arbeitet die Bedeutung von Sinnfindung sorgfältig heraus, betont aber auch, dass diese Suche individuell verläuft. Das Café repräsentiert dabei einen Ort der inneren Einkehr und des Perspektivwechsels. Leserinnen und Leser werden dazu angeregt, eigene Prioritäten und Lebensziele zu hinterfragen. Ein Prozess, der Mut kostet, aber auch zu tieferer Klarheit und echter Erfüllung führen kann. Zweitens. Achtsamkeit und die Kunst des Innehaltens. Ein weiteres zentrales Thema ist die Achtsamkeit. Das Leben von John ist von Routinen, Leistungsdruck und Eile geprägt. Im Café begegnet er nicht nur inspirierenden Menschen, sondern erfährt durch kleine Rituale und bewusste Gespräche, was es bedeutet, bewusst im Hier und Jetzt zu leben. Strzelecki zeigt, wie wichtig es ist, innezuhalten und das eigene Leben aus einer gewissen Distanz zu betrachten. Das Innehalten wird als wertvolles Werkzeug vorgestellt, das hilft, sich von Alltagsstress zu lösen und die eigenen Gefühle sowie Gedanken klarer wahrzunehmen. Die Leser erhalten einfache Methoden, wie sie Achtsamkeit in ihren Alltag integrieren können, beispielsweise durch reflektierende Fragen, bewusste Pausen und das Erleben kleiner Glücksmomente. Drittens. Selbsterkenntnis und persönliche Entwicklung. Ein roter Faden im Buch ist die Reise zu sich selbst. John stellt fest, dass wahre Zufriedenheit nicht von äußeren Umständen, sondern von der inneren Haltung und eigenen Entscheidungen abhängt. Begegnungen im Café dienen als Spiegel für seine eigene Entwicklung und legen Blockaden offen, die ihn bisher am persönlichen Wachstum gehindert haben. Das Buch vermittelt, dass Selbsterkenntnis Mut, Ehrlichkeit und die Bereitschaft zur Veränderung erfordert. Strzelecki ermutigt Leser, sich ihren Ängsten und Zweifeln zu stellen und im geschützten Rahmen des Cafés Unausgesprochenes zuzulassen. Die beschriebenen Aha-Momente bieten nicht nur Inspiration, sondern zeigen konkrete Wege auf, wie jeder über sich hinauswachsen kann. Viertens. Das Zusammenspiel von Zufall und Bestimmung. Strzelecki thematisiert in seinem Werk das spannungsreiche Verhältnis zwischen Zufall und Bestimmung. Etwa indem John scheinbar zufällig zum Café zurückkehrt, was jedoch seinem inneren Bedürfnis nach Orientierung entspricht. Das Café fungiert als symbolischer Knotenpunkt, an dem sich Lebenswege kreuzen und Weichen gestellt werden. Strzelecki macht deutlich, dass Begegnungen, Erlebnisse und Wendepunkte im Leben selten bloßer Zufall sind, sondern vielmehr Hinweise darauf, wohin die persönliche Reise geht. Dies eröffnet eine neue Sichtweise. Indem man auf Zeichen und Intuition achtet,
kann man sich von äußeren und inneren Einflüssen leiten lassen und bewusster Entscheidungen treffen, die zum eigenen Lebensweg passen. Schließlich Glück, Beziehungen und das Streben nach Erfüllung. Ein zentrales Anliegen im Buch ist, wie Glück und erfüllte Beziehungen das Leben prägen. Im Café werden Themen wie Dankbarkeit, Verbundenheit und die Kraft zwischenmenschlicher Beziehungen tiefgründig diskutiert. John erkennt, dass echtes Glück oft in kleinen Dingen und besonderen Momenten mit anderen liegt, nicht im Streben nach materiellem Erfolg oder gesellschaftlicher Anerkennung. Das Buch motiviert Leser dazu, authentische Beziehungen zu pflegen und sich auf das zu fokussieren, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Es bietet Impulse, wie man Zufriedenheit und Erfüllung aktiv gestalten kann, ohne sich von äußeren Erwartungen unter Druck setzen zu lassen. Zusammenfassend: Wiedersehen im Café am Rande der Welt richtet sich an alle, die sich nach neuem Sinn, Klarheit und Inspiration im Leben sehnen. Besonders empfehlenswert ist das Buch für Menschen, die sich in einer Lebensphase der Neuorientierung befinden oder sich regelmäßig fragen, ob sie noch auf dem richtigen Weg sind. Auch alle, die im Alltag wenig Zeit für Selbstreflexion finden, profitieren von den leicht zugänglichen, dennoch tiefgründigen Impulsen. Streleckis Erzählstil verbindet persönliche Erfahrungen mit universellen Fragen. Das macht dieses Buch für eine breite Leserschaft spannend und wertvoll. Wer das Gefühl hat, festzustecken oder sich nach einer bewussteren Lebensführung sehnt, findet hier wertvolle Denkanstöße und praktische Anregungen. Im Vergleich zu anderen Ratgeberbüchern überzeugt Wiedersehen im Café am Rande der Welt durch seine erzählerische Leichtigkeit, während es dennoch essentielle Lebensfragen behandelt. Die Kombination aus motivierender Geschichte und konkreten Methoden zur Selbsterkenntnis macht es zu einer idealen Lektüre für alle, die nicht nur passiv konsumieren, sondern ihr Leben aktiv gestalten wollen. Man sollte gerade dieses Buch kaufen, weil es keine rein theoretischen Konzepte vermittelt, sondern auf emotionale Weise zu echtem Wachstum und echter Zufriedenheit anleitet. Wenn Sie unterstützen möchten. John Strelecki, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.